Glasscheiben sehen ja auf den ersten Blick fast alle gleich aus. Aber es ist schon erstaunlich, was Glas alles leisten kann. Mein Name ist Karin Lieb und ich bin Produktmanagerin am IFT Rosenheim. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit der Prüfung von Glas am IFT Rosenheim. Im ersten Teil haben wir uns angesehen, welche bauphysikalischen Eigenschaften Glas besitzen kann. Jetzt wenden wir uns den mechanischen Prüfungen zu. Gerade bei Mehrscheiben-Isolierglas, das ja aufgrund seiner guten Wärmedämmung in nahezu allen Bauteilen verwendet wird, ist es wichtig, dass es seine Eigenschaften über seine geschätzte Lebensdauer von ca. 25 bis 30 Jahren behält. Diese Zeit kann niemand in einer Prüfung abwarten, daher gibt es dafür beschleunigte Alterungsverfahren, in denen das Isolierglas und sein Randverbund mit Kälte, Hitze und hoher Luftfeuchte gequält werden. Wenn es anschließend gewisse Grenzwerte einhält, sollte das System bei qualitativ guter Fertigung seine Eigenschaften über die Nutzungsdauer behalten. Am IFT Rosenheim können die kleinen Scheiben des Normformats geprüft werden, aber auch große Scheiben, die objektspezifisch noch einer zusätzlichen mechanischen Last ausgesetzt sind. Dafür haben wir unseren Jumbo, in den wir Scheiben mit den Abmessungen 1,30 m x 2,80 m stellen und zusätzlich Klimalasten und mechanischen Lasten, wie zum Beispiel einer Kaltverformung, unterziehen können. Eine der wichtigsten Eigenschaften im Bereich der Sicherheit ist natürlich die Einbruchhemmung. Der Einbrecher versucht zwar immer erst mit wenig Krach das Fenster zu öffnen, wenn er dabei scheitert, greift er das Glas an. Jetzt ist es wichtig, dass Glas und Rahmen gut zusammenspielen. Das Glas muss einen Widerstand bieten, was im Allgemeinen mit Verbundsicherheitsglas der Widerstandsklasse P4A ausreichend gegeben ist, und der Rahmen darf nicht einfach nachgeben. Das wird heute meist durch Klebung erreicht. Die Widerstandsklassen P1A bis P5A werden durch den Kugelfallversuch ermittelt, je nach Fallhöhe einer 1 Kilo Eisenkugel. Dies ist eine reine Glaseigenschaft, die der Glashersteller bei entsprechender Bestellung zusichert. Einbruchhemmende Beschläge in einem Fenster ohne die passende Verglasung sind nicht zu Ende gedacht. Einbruchhemmung ist ein Thema, Absturzsicherung das nächste. In vielen Wohnungen und Bürogebäuden sieht man bodentiefe Verglasungen oder Balkone mit Brüstungen aus Glas. Für diese Anwendungen ist es in Deutschland erforderlich, absturzsichernde Verglasungen einzusetzen. Für das Glas bedeutet das zunächst, es muss dem Pendelschlagversuch widerstehen. Je nach Verwendungszweck muss dieser 50 Kilo Fallkörper aus Fallhöhen bis 1,20 m durch das Glas so abgefangen werden, dass kein Loch entsteht und dass keine großen Splitter abfallen. In der späteren Anwendung sind auch die Rahmen und die Befestigung zum Baukörper ausschlaggebend. Eine noch höhere Widerstandsklasse für Glas wird mit der Prüfung des Axtschlages erreicht. Anwendungen sind zum Beispiel Verglasungen in Banken. Für die Durchbruchhemmung, wie der Axtschlag richtig heißt, richtet sich die Widerstandsklasse nach Anzahl von Hammer- und Axtschlägen. Die Bezeichnung lautet dann P6B bis P8B. Auch hier gilt dasselbe wie für die PA-Klassen. Auf das ganze Bauteil kommt es an und das Glas liefert einen hohen Anteil. In der Architektur wird immer öfter auch begehbares Glas gefordert. Echte Hingucker dafür sind Glasbrücken oder Aussichtsplattformen mit Glasböden. Okay, darüber zu gehen ist nicht jedermanns Sache, aber auch hier wird vorgesorgt und das Glas vorab einer gründlichen Prüfung unterzogen. Die Kollegen im Film zeigen die Belegung des Glases mit simulierten Personen und zerstören dann die Scheibe. Dabei darf nichts nachgeben über eine gewisse Zeit. Glas ist flächenmäßig größter Bestandteil der Fassade. Das wird hier in der Prüfung des Feuerwiderstands besonders deutlich. Man sieht zunächst das Glas springen, aber dann beginnt schon die isolierende Zwischenschicht zu arbeiten und bietet dem Feuer so viel Widerstand, dass die Oberflächentemperaturen auf der zu schützenden Seite über definierte Zeiträume bestimmte Größen nicht übersteigen. Das Glas wird durch den Hersteller mit seiner Widerstandsdauer gekennzeichnet. Das IFT Rosenheim kann im Brandschutzzentrum Bauteile bis zu einer Abmessung von 5 x 8 Meter prüfen, egal ob als Einzelelement oder als Kombination von Elementen. In diesem Teil haben wir die mechanischen Prüfungen von Glas behandelt. Schauen Sie sich auch den ersten Teil an, in dem wir zeigen, welche bauphysikalischen Eigenschaften Glas besitzen kann. In diesem kleinen Exkurs durch die Welt des Glases und seiner Leistungsfähigkeit habe ich versucht, einen Ausschnitt der Prüfleistungen des IFT Rosenheim zu zeigen. Das ist natürlich längst nicht alles. Sprechen Sie uns gerne an.
Mit unseren vielfältigen Möglichkeiten am selben Standort können auch Sonderprüfungen abseits aller Normen realisiert werden.